Einen besinnlichen 17. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost Adventskalender. Freitagabend, heute geht nicht mehr viel. Wir bereiten uns auf den 4. Advent vor, das Adventswochenende. Ja, ich schaue mal in die Box. Das hier ist eine Double Split Top Box. Mir das richtig gemerkt. Gehört in die Reihe 24 Adventskalenderboxen. So geht sie auf und da ist was drin. Genau. Ja, heute wird es mit der Bastelidee so ein kleines Experiment. Ein Experiment. Und zwar, ich werde experimentieren. Eine Spirale aus Papier, Streichhölzer, Kerze. Ja, ich hatte ja vor 2-3 Tagen diese Karte gebastelt mit dem, gezeigt, auch mit dieser Spirale innen, also mit diesem Sternenschwarm oder Sternenschweif, die schwebenden Sterne in der Karte. Und die Spirale war hier noch so ein bisschen auf dem Arbeitstisch und dann fiel mir ein, also mir fielen verschiedene Sachen ein, mit Stricknadeln und mit Teelicht und mit Apfelsinenschalen, aber ich kriege das alles nicht mehr richtig zusammen und dachte mir, fange an zu experimentieren und schau mal, was bei rauskommt. Vielleicht komme ich ja auf Erinnerungen, hat aber nicht so richtig funktioniert. Oder doch schon so ein bisschen. Ich sehe noch, wie wir da gesessen haben zu Hause am Tisch mit den Eltern und Teelicht angezündet haben und eine Spirale aus Papier geschnitten hatten. Irgendwie mit der Stricknadel, ja, weiter komme ich nicht, ne? Also ist klar, wir machen jetzt trotzdem Folgendes. Ich habe mir gedacht, in grün geschnitten sieht so eine Spirale ja schon mal ein bisschen aus wie ein Tannenbaum. Und wir lassen das hier einfach an. Brandmeisterweiße ist ja da, also in einem Wasser steht natürlich bereit. Der Plan wäre, dass diese Spirale sich hier dreht, aber ich halte die mal hoch. Eigentlich sieht die schon ziemlich witzig aus. Ich dachte mir, so ein bisschen was zum Hinhängen ist ja ganz schön. Und wir wissen ja, Wärme, ja Physik, ne, mit Wärme. Und jetzt natürlich verwackelt. Ein Feuerchen. So, das wieder. Passt ganz gut. Genau. Ich muss hier mal einmal kurz nicht, dass mir irgendwas am PC dann durcheinander gerät. Das läuft alles. So, wir machen Folgendes. Ich nehme diese Spirale. Das Experiment steht noch. Du könntest es über deine Heizung hängen oder über ein Teelicht. Aber wie gesagt, Brandmeister beachten. Und ich habe mir überlegt, ich schneide also den Kreis, den ich gestanzt habe, nochmal so spiralförmig ein. Ist ja eine ganz einfache Sache. Und dann hopst der schon so ein bisschen vor sich hin. Und da setze ich jetzt einfach Sterne drauf. Warum auch nicht? Nehme ich die Klebepunkte und setze die der Reihe nach drauf. Ich habe hier so ein paar goldene noch übrig. Verteile die einfach. Mal gucken, dass sie eben nur auf einer Reihe sitzen. Und dann hatte ich auch noch so ein glitzerige in Rot. Warum denn auch nicht? Die setze ich mit dazu. Verschiedenen Ebenen verteilt. Ich warte immer noch drauf, dass von Zauberhand hier drüben das dann so, von Zauberhand kann ich natürlich, ne, anfängt sich zu. Ja, kann ja noch passieren. Nicht ist. So, ja, wunderbar hier. Ich glaube, ich muss da noch mal Recherche in der Familie betreiben. Aber das ist ja so. Der eine merkt sich was, der andere merkt sich's nicht oder merkt sich was anderes. Wer weiß das schon? So, machen wir mal die Ebene noch. Und so ein paar goldene dazwischen. Machen eine ganz neue Idee aus. Ja, wie weit bist du mit deinen Tannen-Weihnachtsvorbereitungen? Gibt es adventlichen Schmuck bei dir? Bei mir ja eigentlich weniger. Das viele Jahre sehr intensiv betrieben. Noch eine Buchhandlung hatte, ging das recht früh los mit dem Schmücken und für die Kundschaft gemütlich und sinnig machen. Aber das jetzt nicht mehr Laden machen braucht, lange nicht mehr.
ja, geht das so ein bisschen verloren. So, jetzt ist mein Plan. Also, wir sind wieder bei meiner Stricknadel, ne? Hier ist sie. Könnten wir da so, das ist der Plan. Sieht aus wie ein Tannenbaum und ich setze das jetzt einfach hier auf das Trinkstäbchen drauf. Und entweder mache ich es oben fest oder ich halte es einfach so und dann dreht sich das. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Auch so eine nette Tischdeko. Wäre jetzt so meine Idee. Aber man kann das auch einfach nur draufsetzen und so ein bisschen, ja, sagen wir, adventlich vor sich hin spielen. Was hatte ich vorhin schon experimentiert, was nicht funktioniert? Es funktioniert nicht, wenn du die Stricknadel da oder die Stricknadel da reinsteckst, weil das wird dann irgendwann weich und dann kippt sie um. So, ich mache jetzt mal ein Licht aus auf meinem adventlichen Spieltisch. Trink mal ein bisschen lecker Tee. Ja, das hier wäre also jetzt so mal meine Idee und gleichzeitig kommt dazu eben die Empfehlung, experimentiert doch mal ein bisschen am Wochenende. Vielleicht bekommt ihr es ja hin, dass der Tannenbaum sich dreht und könnt mir die Lösung verraten. Ich denke, hier liegt es einfach daran, dass es eventuell die Lichtquelle zu weit oben, also die Wärme nicht da oben an den Mittelpunkt kommt. Das ist ja eine Sache mit Wärme und dann sonst müsste es sich ja drehen. Ich werde das wahrscheinlich in die Heizung hängen und dann glaube ich, ist das wirklich eine schicke Sache. Ja, was meint ihr? Gute Idee oder geht das heute nicht als Idee durch? Ja, wir haben ja noch ein ganzes Wochenende, da können wir ja fleißig vor uns hin experimentieren. Da wünsche ich euch also schon mal viel Freude bei. Und jetzt machen wir Folgendes, ich puste die Kerze aus, mir nämlich zu heiß, nicht die Kerze, sondern dass hier was brennt. Ich schiebe hier mal mein Sternengehänge ein bisschen an die Seite. Ja, zeige ich nochmal. Machen, da legt man hin, jetzt müssen wir mal im Blick behalten. Und dann schauen wir mal in unseren Sternenpost-Adventskalender. Zuerst holen wir mal den Afrika-Adventskalender von der Cordula. Und ich ziehe mal einen Spruch. Das ist mal ein kurzer Spruch heute. Ist ja Freitagabend. Aus Kenia ein Sprichwort. Ein Floh kann einem Löwen mehr zu schaffen machen, als ein Löwe einem Floh. Ja, haben wir selber schon erlebt. Immer die Frage, wer der Löwe und wer der Floh ist. So, hier ich immer noch. Ja, schöner Spruch. Wieder schön zum Nachdenken. Und wo sind denn die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender? Was es damit auf sich hat, habe ich ja bisher immer am Ende des Videos verlinkt. Das mache ich jetzt nicht mehr, sondern den Text findest du hier in der Playlist von den kreativen Adventskalender. Heute gibt es einen Stern des Tages von Evelyn, einen von Heike, einen von Anne und einen von Hilke. Hilke das ist aus der Kategorie bunt gemischt, also kein Stern. Dann schauen wir doch mal. Evelyn hatte schon mal einen Beitrag in bunt gemischt. Evelyn kommt aus Steinbach in Baden-Württemberg. Und was haben wir im Umschlag? Einen gefalteten Stern. Ja, so sieht er aus. Ich zeige nur mal minimal, dann könnt ihr schon. Aha, so sieht er also aus. Okay, das ist der Stern. Ich glaube, den habe ich in einem der Kalender schon mal gefaltet. Ganz sicher, ob ich ihn gezeigt habe. Wenn, dann verlinke ich euch. Ja, dieser feine Stern kommt von Evelyn. Heike aus Lanzendorf im Thüringer Wald hat uns, passend zu meiner Spielerei ein bisschen, auch was Schwebendes und Drehendes, dieses kleine Sternengehänge. Guck mal hier, die liegen doppelt aufeinander. Wartet. Auch das ist was ich bei Wärme dann immer ganz besonders sehe. Die kann man zwischen. Eine witzige kleine Idee. Hier ist der Sternenhimmel oben. Dann drehen sich darunter diese feinen Sterne. Wenn ich da den weißen Umschlag habe, sieht es keiner. Also
So, 3 Etagen unten und oben. Eine feine filigrane Bastel von Heike. Schön. Dann haben wir den Beitrag von Anne. Anne ist neu dabei. Anne kommt aus Schlüchtern, aber ist im Moment in Irland. Deswegen haben wir den Kalender, den fertigen, auch nach Irland geschickt. Feine Verpackung hier außen, so schön rustikal und mit einem Sternchen drauf und einem Kreis dran. Und da drinnen gibt es einen Weihnachtsbaum. Ähnlich wie mein Weihnachtsbaum. Habe ich gar nicht gewusst, als ich meine Idee, meinen Spielkram hatte. Ja, und hier auf dem Weihnachtsbaum ist Dekoration. Da sind Rentiere vielleicht, Hirsche, Schneeflocken, alles gewickelt. Wolle, Pappe. Eine feine Idee. Das ist der Beitrag von der Anne. Aber Dankeschön. Und Hilke ist auch neu dabei. Hilke kommt aus Bad Segeberg. Das ist hier in Schleswig-Holstein. Aus der Kategorie bunt gemischt. Da gibt es diese feinen, das sind lauter Sachen zum Hinhängen. Diese feinen Scheiben mit Engel. So. Anhänger für den Tannenbaum, fürs Geschenk. Positiv, einmal negativ. Also es ist eigentlich einmal in Rot gearbeitet und einmal in Naturton. Ein Engel mit einem Liedbuch wahrscheinlich, wird gesungen. Ja, diese feine Idee gibt es von Hilke. Ja, wunderbar. Das waren die Ideen, die tollen Beiträge aus unserem Sternenpost-Adventskalender und mein kreatives Experimentieren. Du erinnerst dich, der Tannenbaum, da ist er wieder. So dreht er sich. Ja, wir üben noch. Okay, jetzt wünsche ich euch einen schönen Start, einen guten Start in das 4. Adventswochenende und ansonsten einen besinnlichen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder, ich würde mich freuen. Hier gibt es weitere Anleitungen und Ideen, die sind alle verlinkt in Playlists. Schaut einfach mal hier beim i und hinten dran und überall gibt es Videos, die man sich anschaut. Kreative Ideen für ganz viele Basteleien. Ja, ich freue mich auf morgen und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.